Ich bin Esther. Und ich bin Ronny. Willkommen im ehemaligen Brotmuseum. Jetzt wohnen wir beide da drin. Kommt doch bitte rein. Wir haben ja diese Anzeige gesehen, dass das Brotmuseum verkauft wird. Der tatsächlich erste Eindruck war, dass wir ohne einen Termin hier hingefahren sind und mit unseren Nasen in dieser Scheibe gegangen haben und da reingeschaut haben und sofort überwältigt waren. Und dann gehst du natürlich durch und denkst, und wie heizen wir dieses Ding? Weil alles war offen, wirklich alles. Das Erste, was wir machen mussten, waren Räume zu kreieren in diesem Haus. In diesem Haus gab es keine Türen und keine Wände. In diesem Zuge haben wir dann diese Seite, weil das ein so schöner View ist, mit Glas gestaltet. Es sind alles Thermopenscheiben und deswegen haben wir auch nicht so ein Heizproblem. Draußen machen wir im Winter frostfrei, das ist völlig in Ordnung, weil da lebt keiner drin. Drinnen haben wir es wohlig und nett warm. Bevor wir hier starten konnten mit unserem Umbau, mussten wir erstmal einige Sachen ausräumen. Es waren große, schwere Maschinen da, dann waren Tische da. Wir haben noch das eine oder andere Plakat hier, das wir im Moment noch als Spritzschutz nutzen. Der Backofen, das Herzstück des Brotmuseums. Es war sofort klar, dass wir hier unsere Küche drumherum bauen. Während der Museumszeiten wurde hier auch gebacken. Kuchen, Brote, circa 12 Quadratmeter groß, ein riesiges Ding, hat eine riesige Backfläche. Das ist richtig viel Arbeit. Man muss ungefähr eine Schubkarre voll Holzscheide, die circa 1 Meter lang sind, einschichten in diesen ganzen Ofen. Werden wir bestimmt mal tun. Wir backen da mal eine Pizza drin. Aber das ist schon so, dass wir, es gibt keinen Grund, den wegzumachen. Also das ist ein altes, ehrwürdiges Stück. Diese Backbleche sind eigentlich so eins der Utensilien, die wir gerne behalten haben, weil sie auch einen Nutzen haben. Ich kann mit Kreide draufschreiben, die sehen schön aus. Wir haben sie als Untersetzer für unsere Gewürze und Öle. Und so nutzen wir die alten Bleche für unser Leben. Und das ist quasi unsere Küche, die wir schon in unserem alten Haus hatten, wo wir zur Miete waren. Was wir gemacht haben, sind neue Arbeitsplatten drauf zu machen. Gleiche gilt auch für den Tisch, der ist auch so alt. Und wir fühlen uns so wohl mit unseren alten Möbeln. Deswegen sind sie noch da. Wir haben die Kupferrohre offen gelassen. Das hat wirklich 2 Gründe. Also A, lieben wir es und finden es wirklich schick, dass das dazugehört. Und B, wir hatten nicht die Zeit, hier rumzustemmen und fanden es echt nicht nötig. Das ist eigentlich der Platz, wo wir unser Leben verbringen, hauptsächlich, wenn wir da sind. Aber wir haben natürlich auch noch andere Räume, die zeigen wir euch jetzt. Kommt mit. Das ist unser Wohnzimmer. Es war eine offene Empore. Das seht ihr hier, wo wir die Fenster eingebaut haben. Der Gedanke, dass man das hier schließt, das war eigentlich auch relativ schnell da, weil irgendwo muss man ja Räume schaffen. Die Holzsimse, die ihr da seht, das ist ursprünglich eine langgezogene Holzplatte gewesen, die ich dann irgendwie passend zugesägt habe. Ursprünglich wollte ich sogar eigentlich die Fenster bodentief machen.
Aber irgendwann ist mir aufgefallen, diese Betonmauer, die es ja hier gab, die stabilisiert diesen Boden, wo wir draufstehen. Dann haben wir gesagt, okay, dann ziehen wir die nur bis zu dem ursprünglichen Sims und ziehen sie so hoch, wie es geht. Es ist natürlich ein tierisch toller Blick darunter. Und deshalb haben wir gesagt, komm, lass uns wenigstens 4 solche Schießscharten quasi reinbauen, damit wir den Blick nach unten haben, aber trotzdem eigentlich einen geschlossenen Wohnraum haben. Als wir hier rein sind beim ersten Mal, war das eigentlich der schrecklichste Raum im ganzen Museum, weil das war nur ein kahler weißer Raum und da standen Pappschweinehälften rum. Und da wurde, glaube ich, also ein bisschen gezeigt, wie man schlachtet und so weiter. Dieser Boden, der natürlich einfach nicht schön ist für ein Wohnzimmer. Das sind Dinge, die noch passieren müssen. Da muss irgendwann ein hübscher, schöner Boden rein. Vorhänge hier und da, ein bisschen Deko, ein bisschen Licht und so werden wir auf jeden Fall noch machen. Das sind alles Möbel, die meine Eltern in den 60er und 70er Jahren gekauft haben. Mein Vater damals irgendwie hatte eine Firma, die unter anderem im Iran gearbeitet hat und hat Moscheen beleuchtet. Und daher rührt wahrscheinlich so ein bisschen die Affinität meiner Eltern, irgendwie solche Möbel zu kaufen, die vielleicht ein bisschen mehr aussagen als jetzt XY-Spanplatte. Zum Beispiel die Truhe hier in der Ecke ist wirklich alt. Also ich habe da, auch wenn man sich das heute nicht mehr vorstellen kann, als Kind drin gespielt. Hatte dann unter anderem auch meine Spielsachen da drin, stand früher bei uns wirklich im Flur, im Eingangsbereich. Die dürfte älter sein als ich, also über 60 Jahre. Dieser Schrank zum Beispiel, der ist auch so alt, glaube ich, wie die Truhe. Ist ein schöner Bücherschrank. Ich weiß immer noch, dass da ganz viele Bücher drin standen. Und ich fand das immer faszinierend. Meine Eltern haben viel gelesen, im Speziellen meine Mutter. Und ich weiß noch, dass meine Mutter in diesem Aschenbecher immer ihre Lords abgetippt hat. Mein Lieblingsstück sind eigentlich die Tische, beide. Ich mag die gerne. Ronny möchte da gerne einen größeren Tisch haben. Ich möchte es nicht so gerne. Und ich glaube, ich ziehe es auch durch. Wir behalten den kleinen Tisch. Der Tisch ist auch von Oma und Opa, also da Ronnys Eltern. Aber der ist so, ich weiß auch nicht, man braucht nicht mehr. Guck mal. Da, da, da. Das ist ein tolles Tischchen. Ich fände es schade, da einen großen Tisch hinzustellen. Wir hatten nie vor, die Möbel meiner Eltern hier reinzustellen. Aber wir haben den Raum gesehen und ziemlich am Anfang schon, wo hier nichts drin stand, haben wir gesagt, das passt hier so was von schön rein. Und so kriegen die jetzt quasi noch ein zweites Leben. Das war unser Wohnzimmer und jetzt zeigen wir euch unser Schlafzimmer, das direkt im Wohnzimmer liegt. Kommt mit! Der Raum war ja groß und weit und gar nichts drin. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen auch irgendwo schlafen. Und haben uns entschlossen, eben einen kleinen Raum als Schlafzimmer reinzubauen. Also wir haben ja jetzt nicht wirklich ein Fenster hier im Schlafzimmer. Der Kompromiss ist quasi der, dass wir dort ein Fenster integriert haben und eine möglichst große Tür, dass man hier möglichst das Licht generiert. Schränke, Kommode, Bett haben wir auch aus dem alten Häuschen mitgenommen. Und weil die passen tipptopp hier rein. Sie sind praktikabel. Und wenn sie auch noch Türen bekommen, dann ist alles gut. Hier stehen wir nun in unserem wunderschönen Entree. Die Decken sind 4,50 Meter hoch. Nur dafür haben wir uns auch ein Gerüst gekauft, damit wir auch die Lampen wechseln können. Die Gemäuer, wie man sieht, sind wirklich dick und alt, wie man das früher schön gebaut hat. Alles andere wurde 2005 saniert, komplett entkernt. Also haben wir das in einem sehr guten Zustand schon übernommen. Diese Wand da oben, ich habe die verkupfert und zwar mit, ich zeige euch mal, wie das aussieht. Das sind quasi Blattgold-Kupferblätter in dieser Größe, wunderschön. Und damit habe ich diese Wand praktisch beklebt.
2000 Blätter, hat gar nicht so lange gedauert, 20 Stunden war ich da oben. Es hat wirklich Spaß gemacht, ist total meditativ. Es passt natürlich auch zu unserem Küchenstyle, wo wir Kupferrohre verlegt haben. Das Ganze war als Verkaufstresen und Verkaufsfläche hier gedacht. Es ist so gewesen, dass diese beiden Tresen also deutlich länger waren, sind hier als Verkaufslage gewesen in einem L. Und ich habe es halt so für unsere Bedürfnisse umgebaut, die hier deutlich gekürzt, Schubladen, alles umgebaut, soweit es ging. Man hat einfach ein super Raumgefühl und freut sich hier zu sitzen und in die Sonne zu gucken und zu arbeiten. Also so schön weiß, wie es jetzt da ist, war es vorher nicht. Die Wand war mit Brotsprüchen bemalt. Die waren eigentlich auch ganz schön, aber wir wohnen ja nicht im Brotmuseum, sondern haben dann beschlossen, wir machen sie weg. Und jetzt sind es schöne weiße Wände, was ja natürlich für Kunst super ist. Ich bin Sängerin und Malerin. Das ist so eines meiner letzten Bilder, Debbie Harry. Bilder machen natürlich einen Raum auch wohnlich, gemütlicher. Diese großen Flächen müssen mit Bildern vollgehängt werden. Das bietet sich nahezu an. Dieses Bild, das liegt uns wirklich am Herzen. Das haben wir von unserem lieben Bürgermeister bekommen. Und das zeigt beide Gebäude in dem Urzustand. Also ich weiß nicht, wie alt das Bild tatsächlich ist. Wahrscheinlich irgendwie um die 60er, 50er Jahre. Da sieht man mal, wie das mal ursprünglich war. War mal ein Stellmacherbetrieb wohl drin. Haben früher Wagenräder gemacht oder auch Chassis für Holzkarren und so weiter und so fort. So, hier sind wir im älteren Haus. Also dieser Raum war eigentlich soweit fertig. Also die Decke war fertig, das Fachwerk. Es war halt alles einfach schon richtig toll gemacht. Dieser Bereich war im Museum der interaktive Bereich, oder? Es war also so hoch wie der Durchgang eine riesen Leuchtreklamewand. Da war quasi ein Lenkrad, das konnte man so sagen. Hier war ein Treckersitz. Durch Drehen des Lenkrads konnte man einzelne Bereiche also hell erleuchten, irgendwie, wie jetzt das Korn gedroschen wird oder. Das haben wir natürlich entsorgt. Was wir behalten haben, das ist der ursprüngliche Vorsatz von einer Theke. Wunderbares Sideboard, Echtholz, wunderbar gearbeitet. Genauso wie das hier, das war, glaube ich, sogar eine Vitrine. Passt hier rein, sieht wunderschön aus, finden wir. Und hier unsere LPs. Man muss dazu sagen, das ist ein richtig nostalgischer Gedanke einfach, diese LPs. Wir hören sie gar nicht mehr. Aber wir kriegen es nicht übers Herz, sie wegzuschmeißen. Und wir lieben die einfach, ja, dass sie da stehen. Dann gehen wir mal auf eines unserer Lieblingsplätzchen. Es ist so schön und wenn die Sonne reinscheint und man kann wieder weit gucken, es ist toll. Und früher war das natürlich das Scheunentor und im Zuge der Umbaumaßnahmen für das Museum ist natürlich diese riesengroße Glasfront hier reingekommen. Im Sommer wunderbar, im Winter, wie gesagt, wir machen hier nur Frostschutz irgendwie, also das wird nicht beheizt hier, diese Bereiche ausschließlich da, wo wir arbeiten und leben. In naher Zukunft planen wir ja kleinere Veranstaltungen und hoffen, dass es dann einfach ein gemütlicher, toller Raum wird, wo sich die Leute hinsetzen können, was trinken, einfach so eine gute Zeit verbringen. Ich finde, wir haben aus diesem großen Objekt ein richtig gemütliches Zuhause geschaffen und trotzdem den Charme des Brotmuseums noch erhalten. Das war die Roomtour durch unser Brotmuseum. Wenn ihr weitere spannende Häuser sehen wollt, abonniert unseren Kanal und schaut hier rein.
Ciao. Tschö.